Servus zusammen. Heute mal ganz privat aus meinem Wohnzimmer, Corona-bedingt aus meinem Wohnzimmer. Und einfach ganz kurz die Frage in den Raum, die etwas zynische Frage: Was macht ein Musiker, Schrägstrich Gitarrist, wenn er nicht spielen darf, wenn er nicht auf die Bühne gehen darf, wenn gerade Proben mit der Band nicht möglich ist, durch die aktuelle Situation? Was tun wir dort? Richtig, wir kaufen uns neues Equipment. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht, klein in Anführungszeichen. Und ja, darüber wollte ich heute einfach ein bisschen mit euch sprechen. Und zwar dieses Gerät. Ich habe mir eine 58er Les Paul aus dem Gibson Custom Shop gegönnt. 58er Les Paul, ein bisschen anders zu der Gitarre, die man von mir kennt. Die ist ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist ein bisschen härter, ja, ein bisschen offener und ist nicht zuletzt auch dem geschuldet. Erstmal ist es natürlich, sag mal, oder ist und war immer ein großer Traum von mir, eine Gibson Custom Shop zu kaufen, gerade eine Reissue. Also Reissue bedeutet eine Gitarre, die wie 1958 gebaut ist. Also genau die gleichen Specs hat, genau gleich aufgebaut ist, die gleichen Pickups drauf hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Grund, war ein großer Traum von mir, habe ich mir damit erstmal erfüllt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, repräsentiert diese Gitarre so ein bisschen mehr in die Richtung, die Full Device mittlerweile geht. Denn, hier kleiner Spoiler-Alarm, mit unseren neuen Songs werden wir etwas härter. Ja? Und da passt so der 58er Les Paul einfach ein bisschen besser vom Sound her als meine 57er bis jetzt. Ja, vielleicht noch ein anderes Thema an der Stelle. Warum zum Teufel sollte man sich jetzt so ein Teil überhaupt kaufen? Ja, weil die meisten kennen sie, das ist meine alte, das ist meine 57er Les Paul, das ist, sagen wir mal, preislich schon gehobeneres Segment. Lag damals, als ich sie mir gekauft habe, so bei 2000 Euro, roundabout. Ist halt keine Custom Shop Gitarre. Jetzt ist man bei einer Custom Shop Gitarre, wie sie die ist, gleich mal ja, gut das Doppelte los. Und ich habe die Diskussion häufig oder häufiger, auch mit anderen Musikern, mit Leuten, die sich dafür einfach interessieren. Und die Frage kommt immer wieder auf: Warum zum Teufel soll ich, keine Ahnung, 4000 Euro für ein Stück Holz bezahlen, wenn es ja auch für die Hälfte des Geldes gibt oder weit, weit darunter. Ja? Das ist immer ein Zusammenspiel, was man haben möchte, was man braucht. Auf der einen Seite tut es eine Gitarre für 1000 Euro auch. Rechtfertigt es eine Gitarre, die jetzt gleich gebaut ist, ja, wenn wir nur die zwei hernehmen. Ja? Das ist vom Prinzip her die gleiche Gitarre, da sind andere Pickups drin, also hier sind 57er Pickups drin, da ist ein bisschen output-stärkere Burstbacker drin, ja? Mahagoni Body, Ahorn Decke, eingeleimter Mahagoni-Hals, ganz normale Clusen Deluxe oder in dem Fall Vintage Mechaniken, aber vom Prinzip her ist das die gleiche Gitarre. Warum kostet die jetzt, ich sag's mal, gut über 4 und die kriegst du schon für 2? Oder bei Gibson gibt es ja auch die günstigeren Studiomodelle, die man schon unter 1000 Euro bekommt. Warum ist das so? Warum rechtfertigt es auch den Preis von den Custom Shop Gitarren? Meiner Erfahrung nach kann ich nur sagen, es gibt schon einen deutlichen Unterschied im Sound. Es ist natürlich klar, dass wenn ich mir eine Gitarre für 1000 Euro kaufe, Beispiel, das ist schon viel Geld. Die klingt für ihr Geld meistens richtig gut. Höre ich einen großen Unterschied oder hört auch ihr einen großen Unterschied zu jetzt einer 4000 Euro Gitarre? Ja, man hört den Unterschied sowohl im Sound, das ist ein Punkt. Zum anderen merkt man den Unterschied auch deutlich in der Verarbeitungsqualität. Das sind jetzt mal so zwei Punkte, wo ganz klar ist, okay, ich verstehe, warum sie teurer ist, aber was dort häufig immer noch nicht verstanden wird, warum ist die denn so teuer? Wenn ich jetzt
dort einfach mal meine zwei Vergleiche. Also auf der einen Seite die 57er Les Paul und meine 58er, meinen neuen Zugang. Dann ist es ganz simpel ein paar Sachen erklärt, warum der Preis einer Custom Shop Gitarre so weit höher liegt und gleichzeitig aber auch gerechtfertigt ist. Das ist ganz einfach, schon mal bei der Grundsubstanz. Ja. Ich habe vorhin gesagt, klar, hier Ahorndecke und der Body ist aus Mahagoni, massives Mahagoni, eingeleimter Mahagoni-Hals. Das ist bei der anderen genauso. Der Unterschied ist aber dort schon, dass natürlich Gibson im Vorfeld die Hölzer anders auswählt. 90% der Hölzer gehen an solche Gitarren, ja, die jetzt keine besonderen Custom Shop Gitarren sind. Und die restlichen vielleicht 5, 6, 10% oben oder was halt dann noch übrig bleibt. Also das Beste der Besten, was Gibson an Hölzern rumliegen hat, die waren exklusiv natürlich nur für die Oberklasse der Custom Shop Gitarren angeboten. Oder verwendet, so muss man sagen. Wenn ich die Gitarren so jetzt hochhalte, allein schon durch die Holzauswahl merke ich einen massiven Unterschied. Diese Gitarre hier, die wiegt knappe 5 Kilo, die hat 4,9 Kilo. Die sind genau gleich breit, das bisschen was der Hals hier dünner ist, das fällt nicht ins Gewicht, das ist total lächerlich. Hier habe ich unausgewählte Hölzer, auch gute Hölzer, aber nicht speziell ausgewählt, knappe 5 Kilo. Hier habe ich ausgewählte Hölzer drin, 3,9 Kilo. Und ich sag mal, das ist ein Punkt, den merkt man. Ja? Wenn man eine Stunde auf der Bühne steht, mit der hier tut mir der Rücken weh. Die zweite Sache ist natürlich eine klangliche Geschichte. Ja? Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Hölzer ausgewählt werden, weil jetzt das besonders leicht wäre. Das ist einer der Gründe. Ja? Man versucht da schon ein bisschen auch leichter zu bauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Hölzer auch von dem Gitarrenbauer ausgewählt werden, explizit. Und zwar von dem Gitarrenbauer, soweit ich das jetzt weiß, der auch diese Gitarre baut. Und da sind wir beim nächsten Stichwort. Ja? Hier die Custom Shop, die ist von Hand gebaut. Das bedeutet jetzt nicht, dass jetzt einer mit der Feile dran sitzt und aus dem Stück Mahagoni die Gitarre ausfällt. Nein, natürlich setzt er auch Fräsmaschinen und Co. ein, aber er baut diese Gitarre per Hand. Das bedeutet, jeder Schritt ist per Hand ausgeführt. Und vor allem, was bei meiner 57er oder generell bei den Standard-Gitarren nicht der Fall ist, dort sitzt ein Gitarrenbauer dran und stimmt das Holz, die Dicke des Holzes und auch die Art und Weise, wie viel Material er vom Holz abnimmt, auf einen gewissen Tonfrequenzbereich ein, den er haben möchte. Das heißt, da sitzt jemand dort, jetzt mal übertrieben gesagt, zupft die Saiten an und sagt, okay, mir fehlt hier oder da noch Spektrum in eine gewisse Tonrichtung. Und dann nimmt er das Ding nochmal und fräst da nochmal, 2 mm Holz runter. Und das kostet natürlich Geld. Das Ergebnis des Ganzen ist zwischen, sag ich mal, hier der knapp über 2000 Euro Gitarre und der knapp über 4000 Euro Gitarre. Es ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Beide klingen nach Les Paul, beide klingen vom Prinzip her, wie sie sollen, aber für, ich sag mal, für das geschulte Gehör oder auch jemand, der schon länger Gitarre spielt und sich damit auseinandersetzt, hört man einen deutlichen Unterschied und man merkt es auch beim Spielen. Das ist Fakt. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es ist scheißegal, aus welchem Holz die Gitarre ist oder du kannst sie auch aus Plastik bauen, klingt alles gleich. Ich äußere mich dazu jetzt wenig, weil sonst werde ich ausfallen, weil es ist einfach der größte Quatsch überhaupt. Es ist schon ein Premium-Instrument. Und jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich das? Das kann man weder pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten. Also auf der einen Seite natürlich, was möchte ich haben? Auf der anderen Seite heißt es nicht nur, weil es jetzt eine 4.500 Euro oder 4.000 Euro Custom Shop Gitarre gibt, dass die anderen scheiße klingen. Das ist auch falsch. Ja? Also eine 1.000 Euro Gitarre von Gibson, die kann gut klingen. Aber ich sage mal, die Streuung ist halt deutlich größer. Ja? Wenn du jetzt dir, oder sag mal 100.000 Euro Gitarren kaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine dabei ist, die also wirklich sehr, sehr gut klingt, die ist schon da. Aber die breitere Masse, die ist eben nicht vergleichbar mit den Premium-Instrumenten. Trotzdem klingen die nicht scheiße für ihr Geld, muss man wirklich sagen. Also, das ist ja mit meiner auch hier. Ja? Also die 57er Les Paul ist im Grunde eine Standard oder Traditional, aber die klingt nicht scheiße. Ja? Ich habe nicht umsonst jetzt 8 Jahre, ich glaube 8 Jahre
ja, ich habe nicht umsonst so lange mit dieser gespielt und ich werde die auch nach wie vor einsetzen. Ne? Das ist keine schlechte Gitarre. Kostet aber nur die Hälfte. Und genau dort ist eben die Sache. Ja, keine Ahnung, schreibt es vielleicht in den Kommentaren unten drin, wenn ihr noch Fragen dazu habt, im Allgemeinen, auch im Allgemeinen Fragen, was Equipment angeht. Da uns allen gerade ein bisschen langweilig ist, können wir uns auch gerne über sowas unterhalten. Ja, eine Frage habe ich noch an euch, vielleicht die Schwarmintelligenz, weil das habe ich selber noch nicht rausgefunden. Und zwar ist es so, dass die Brücke hier unten, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ich versuche das mal, die Brücke, also hier, die ist jetzt bei meiner R8 so rum eingebaut und bei meiner 750er Les Paul genau andersrum. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden oder ich konnte noch keine plausible Antwort oder Erklärung dafür finden, warum. Es hat einen Grund, da bin ich mir sicher, weil wenn man sich die Modelle so anguckt, dann hat das eine Modell so rum, das andere Modell so rum, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das ja. Würde mich mal interessieren, warum dem so ist. Genau, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt es mir in die Kommentare und ja, cheers!